Lieber Rektor Andreas Altmann, geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MCI, liebe Studentinnen und Studenten, sehr geehrte Damen und Herren. Wir begleiten motivierte Menschen. Besser kann man es wohl nicht ausdrücken, wenn man die Philosophie des MCI in einem Satz beschreiben möchte. Und genau mit diesem Slogan verbindet man das MCI nun schon seit dem Jahre 1998. Darum ist es für mich als Wissenschaftslandesrat des Landes Tirol eine große Freude, mich heute als Gratulant zum 25-jährigen Jubiläum des MCI einstellen zu dürfen. Voller Stolz blicken wir heute auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück. Lassen Sie mich einige Meilensteine nennen, die dies veranschaulichen. Als die Bundesregierung im Jahre 1990 den Beschluss fasste, in Österreich einen Fachhochschulsektor aufzubauen, wurde für den Wissenschafts- und Forschungsstandort Österreich eine neue Ära eingeläutet. Den rechtlichen Rahmen bildete das Fachhochschulstudiengesetz, welches am 1. Oktober 1993 in Kraft getreten ist. Schnell war klar, dass die Universitätsstadt Innsbruck mit seiner jahrhundertealten Tradition auch auf der Fachhochschullandkarte vertreten sein sollte. Die organisatorischen Voraussetzungen wurden dafür durch die Gründung des Trägervereins MZT, dem Managementzentrum Tirol, im Jahr 1995 geschaffen. Schon ein Jahr später wurde mit dem ersten berufsbegleitenden FH-Studiengang Wirtschaft und Management der Grundstein für das MCI gelegt. Es folgte der Umzug in das neue Gebäude am Sovi-Areal und im Jahr 2000 schließlich der Start des ersten Vollzeitstudiengangs Unternehmensführung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft am MCI. 26 weitere Studiengänge wurden über die Jahre erfolgreich eingerichtet. Doch auch neben der Etablierung von praxisnahen Lehrveranstaltungen machte sich das MCI einen Namen. Seit nunmehr 20 Jahren bietet es die Veranstaltungsreihe MCI Alumni and Friends Distinguished Guests. Eine Vielzahl prominenter Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft folgten den Ruf von Rektor Andreas Altmann und ließen dabei das ein oder andere Geheimnis entlocken. Andreas Altmann war es auch, dem es gelang, über die Jahre ein umfassendes Netzwerk an Partnerhochschulen aufzubauen. Heute profitieren Studentinnen und Studenten von 288 Partnerhochschulen des MCI. Das MCI punktete aber auch von Beginn an durch seine praxisnahe, von der Tiroler Wirtschaft hochgeschätzte Ausbildung. Dieses Alleinstellungsmerkmal ließ man sich 2004 als Wortmarke schützen und seither ist uns das MCI als die unternehmerische Hochschule bekannt. Die Covid-19-Pandemie hält seit dem letzten Jahr die Welt in Atem und ging auch am MCI nicht spurlos vorüber. Es galt in Rekordzeit, sämtliche Lehrveranstaltungen für die über 3000 Studierenden auf Distance Learning umzustellen. Es freut mich, bei dieser Gelegenheit feststellen zu dürfen, dass die Präventionskonzepte des MCI rasch griffen, Infektionsketten damit vermieden werden konnten, aber vor allem der Studienbetrieb aufrechterhalten werden konnte. Und wie uns die Bewerbungszahlen im vergangenen Herbst zeigten, scheint der Run auf Studiengänge des MCI ungebrochen. Ich möchte dir, lieber Rektor Andreas Altmann, sowie deinem gesamten Team für die aufopfernde Arbeit in den letzten Monaten
aber insbesondere für dein Engagement in den letzten 25 Jahren herzlich danken. Es ist euer und dein Verdienst, dass das MCI nun schon seit Jahren in den Hochschulrankings Top-Platzierungen erreicht, wie zuletzt auch wieder eure Top-3-Platzierung im Industriemagazin beweist. Das MCI steht heute für hervorragende Betreuung, wissenschaftliches Niveau, internationale Ausrichtung, Leistungsorientierung, aber vor allem für einen ausgeprägten Praxisbezug. Und auch die Zukunftsaussichten des MCI sind äußerst vielversprechend. Mit dem MCI-Entwicklungsplan 2021 bis 2025, der von der Tiroler Landesregierung mit Beschluss vom 10. Dezember 2019 zur Kenntnis genommen wurde, wurden die entsprechenden rechtlichen wie auch strukturellen Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen. Darauf aufbauend konnten wir im Vorjahr die langfristige Studiengangs- wie auch Infrastrukturkostenförderung des MCI bis 2025 in der Tiroler Landesregierung beschließen. Und last but not least wird der Neubau des MCI ein weiteres Glanzlicht für die Erfolgsgeschichte MCI bedeuten. Lieber Rektor Andreas Altmann, die nächsten Jahre werden keinenfalls einfacher, aber ich bin davon überzeugt, dass das MCI auch in Zukunft sowohl im Bereich der Forschung als auch der Lehre als Sparringpartner der Tiroler Wirtschaft punkten wird können und den 14.000 Absolventinnen und Absolventen des MCI noch viele weitere folgen werden. Ich wünsche dir und deinem Team für das nächste Vierteljahrhundert alles Gute und weiterhin viel Erfolg.